Die Nacht geht zu Ende und ein neuer Tag beginnt. Wir wollen uns mit der Zeit beschäftigen. Scheinbar gleichförmig dreht sich die Erde um sich selbst und bewirkt Tag und Nacht. Doch das Wesen der Zeit ist nicht so gleichförmig, wie es den Anschein hat. Der Verlauf der Zeit hängt vom Gravitationsumfeld und der Geschwindigkeit des Betrachters ab. Auch subjektiv verläuft die Zeit keinesfalls gleichförmig. Bei einer guten Flasche Wein vergeht sie scheinbar langsamer. Für einen unbeteiligten Beobachter ohne Alkoholkonsum vergeht die Zeit subjektiv normal schnell. Zeit ist eine faszinierende, schwer fassbare Größe. Diese Faszination erlebt man unmittelbar bei der Zeitbestimmung mit der Taschensonnenuhr. Man braucht nur den Sonnenschein und das Wissen, wie man die Taschensonnenuhr verwendet, lernt das Wesen der Zeit zu verstehen. Zur Vorbereitung der Zeitmessung muss man mit dem äußeren Drehring den Breitengrad des Aufenthaltsorts einstellen. Die Breitengradskala ist von 0 bis 90 Grad durchnummeriert. Auf der nördlichen Hemisphäre wählt man die Skala, bei der auf der Rückseite der Ortsname Berlin eingraviert ist. Auf der südlichen Hemisphäre wählt man die gegenüberliegende Skala. Der Breitengrad muss eingestellt werden, weil die Taschensonnenuhr die Zeit anhand der Sonnenhöhe misst. Die Sonnenhöhe ist abhängig vom Breitengrad. Um Punkte auf der Erde mathematisch genau bestimmen zu können, ist die Erde eingeteilt in Breitengrade und Längengrade. Die Breitengrade sind auf der nördlichen Hemisphäre von 0 bis 90 Grad nummeriert. Ebenso auf der südlichen Hemisphäre. Zur Unterscheidung spricht man von einem Breitengrad nördlicher oder südlicher Breite. Der Breitengrad mit der Gradzahl 0 wird Äquator genannt. Als Beispiel für die Bedienung der Taschensonnenuhr wählen wir München. München liegt auf 48 Grad nördlicher Breite. Da sich München auf der nördlichen Hemisphäre befindet, wählen wir auf der Taschensonnenuhr die Breitengradskala, bei der auf der Rückseite der Ortsname Berlin eingraviert ist. Wir stellen die Markierung mit dem äußeren Drehring genau auf 48 Grad nördlicher Breite ein. Die Sonnenhöhe wird nicht nur vom Breitengrad des Beobachters beeinflusst, sondern auch von der Umlaufposition der Erde um die Sonne. Auf der mittleren Brücke muss folglich der aktuelle Monat eingestellt werden. Die Monate sind mit ihren Anfangsbuchstaben gekennzeichnet, also J für Januar, F für Februar und so weiter. Jeder Monat ist in 3 Segmente unterteilt, für Anfang, Mitte und Ende des Monats. In unserem Beispiel ist es in München Mitte März. Wir stellen den schwarzen Schieber so ein, dass die Bohrung in der Mitte der 3 Märzsegmente liegt. Der Innenring wird um 90 Grad bis zum Anschlag aufgeklappt. Die Brücke mit dem Datumsschieber ist drehbar. Vormittags muss die Brücke so gedreht werden, dass die Bohrung auf die Vormittagsstunden des Innenrings zeigt. Nachmittags zur anderen Seite. In München ist es gerade vormittags. Jetzt wird die Sonnenuhr am Band in die Sonne gehalten. Wir drehen die Sonnenuhr, bis ein Lichtstrahl durch die Bohrung auf den Innenring trifft. Möglicherweise muss man die Brücke noch leicht nachjustieren, damit der Lichtpunkt deutlich erkennbar ist. Der Winkel der Brücke hat keinen Einfluss auf die Lage des Lichtpunkts, sondern nur auf dessen Größe. Der Lichtstrahl zeigt die wahre Ortszeit an. In unserem Beispiel zeigt der Strahl genau auf die römische 9. Das heißt, in München ist es gerade 9 Uhr vormittags, wahre Ortszeit. Die Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Kurz nachdem wir die Zeit abgelesen haben, ist die Gegenwart schon wieder Vergangenheit und die nahe Zukunft wurde zur Gegenwart. Der Tag wird zur Nacht. Nur wenn wir aus der Vergangenheit lernen, wenn wir den Wert der Gegenwart erkennen und die Zukunft mit den Erkenntnissen der Vergangenheit planen, machen wir das Beste aus unserer Zeit.